Zusammen mit den beiden jungen Männern überquerte ich schließlich die libanesische Grenze und betrat syrischen Boden. Die Grenze zwischen den beiden Ländern war nur eine kleine Brücke über einen Fluss und es war etwa 3 Uhr morgens. An diesem Punkt begann ich über die Möglichkeiten nachzudenken. Vielleicht würden sie mich festnehmen und in einem der Sicherheitsbüros festhalten, wo eine Untersuchung 20 Jahre oder länger dauern könnte. Wer weiß. Ich hielt auf der Brücke an und sagte zu den beiden, lasst uns überlegen. Wir standen unter den Blicken syrischer Sicherheitskräfte, die uns mit forschenden Blicken musterten. Der Ort um uns herum war frei von jeglichem touristischen Flair oder Willkommen, vielmehr glich er einem psychologischen Schlachtfeld als einem Grenzübergang. Alle waren sich einig, dass die einzige Option war, weiterzugehen und auf Gott zu vertrauen. So gingen wir etwa 20 Meter weiter zur ersten Kontrollstelle. Und wie immer bedeutete das kalte Nerven und Vertrauen in Gott. Die beiden jungen Männer waren in ihren 20ern und hatten einen völlig legalen Status, während ich in meinen 30ern war und der Verdächtige hätte sein sollen. Schließlich waren sie diejenigen, die mir den gefälschten Ausweis besorgt hatten, wofür ich sie entlohnen sollte. Aber das Paradoxe war, dass der Sicherheitsbeamte die Ausweise nur betrachtete und die beiden mit besonderer Aufmerksamkeit musterte, wobei er sich auf einen von ihnen konzentrierte. Es schien, als wolle er die Rolle eines professionellen Geheimdienstlers spielen. Ich hingegen fühlte mich, als hätte ich einen Tarnumhang getragen. Denn er sah mich nicht einmal an. Es war, als hätte Gott ihn von mir abgelenkt. Wir gingen weiter, bis wir das Büro erreichten, in dem die Ausweise abgestempelt wurden. Der gefälschte Ausweis, den ich bei mir trug, wies darauf hin, dass ich mich noch in Syrien aufhielt, da der ursprüngliche Besitzer in Syrien lebte. Wie sollte ich also erklären, dass ich aus dem Libanon kam? Und da meine Ausreise aus Syrien nicht registriert war, galt ich als Flüchtiger. Ich war in Syrien, aber in einer sehr gefährlichen Situation. Wir setzten uns zu dritt gegenüber dem Stempelbüro und warteten 20 Minuten, während die Sicherheitskräfte uns schweigend beobachteten. Vielleicht fragten sie sich, warum wir noch nicht hereingegangen waren. Als der mentale Druck wuchs, hatte einer von uns die Idee, dass es Busfahrer gab, die leere Einreisekarten zu günstigen Preisen verkauften. Tatsächlich ging einer der jungen Männer zu einem der Busfahrer und fragte nach einer leeren Karte. Der Fahrer zögerte, schließlich sollte eine solche Karte nur von jemandem angefordert werden, der tatsächlich mit dem Bus aus Syrien gekommen war. Der junge Mann wurde nervös und sagte, schon gut, ich brauche nichts. Doch dann, als der Fahrer die Unsicherheit des jungen Mannes bemerkte, wurde er ruhiger und stimmte zu, die Karte für 2000 syrische Pfund zu verkaufen, statt für 500. Das entsprach etwa $2. Es ist weithin bekannt, dass man in Syrien vor der Wahl steht, entweder in einem Sicherheitsbüro zu landen oder eine $500.000 zu zahlen. Niemand zögert, sein Haus zu verkaufen und die gesamte Summe aufzubringen, auch wenn es sein ganzes Vermögen darstellt, nur um das albtraumhafte Szenario der Folter in den berüchtigten Gefängnissen zu vermeiden. Und nun die Überraschung, ich habe all diese Gefahr mit $2 abgewendet. Ja, es gibt keinen Grund, die Augenbrauen hochzuziehen. Die ganze Angelegenheit wurde für $2 gelöst. Ich nahm die leere Karte, die mir der junge Mann besorgt hatte, und schrieb meinen Namen darauf. Mit gespieltem Selbstbewusstsein, als käme ich gerade von einem sommerlichen Ausflug unter Brüdern, ging ich zum Grenzbüro, das nur wenige Meter entfernt war und uns die ganze Zeit über im Blick hatte. Ich begrüßte den Beamten höflich und sagte, »Entschuldigen Sie, ich möchte nach Libanon einreisen.« Er musterte mich überrascht und fragte, »Warum wollen Sie in den Libanon? Sie wissen doch, dass niemand hineingelassen wird.« Mit demselben gespielten Selbstbewusstsein antwortete ich, »Ich möchte einfach mein Glück versuchen.« Er grinste ironisch und sagte, »Wie Sie möchten.« Anschließend stempelte er meine Karte ohne weiteres und gab sie mir zurück, als hätte ich ihn nur um ein Autogramm gebeten. Ich verließ das Büro, als wäre nichts geschehen. In diesem Moment war ich offiziell ein legaler syrischer Bürger, der sein Land auf ordnungsgemäße Weise verlassen hatte. Ich dankte Gott für diesen großartigen Erfolg, der sich innerhalb von Minuten ereignet hatte. Nach ein paar Schritten ging ich zum anderen Schalter, der für die Rückkehrer aus dem Libanon zuständig war. Mit einem Lächeln sagte ich,
Ich komme aus Syrien und habe versucht, in den Libanon einzureisen, doch man hat mir den Zutritt verweigert. Nun möchte ich bitte zurück nach Syrien. Ohne Diskussion stempelten sie meine Karte und so wurde ich offiziell eine Person, die ordnungsgemäß in ihre Heimat zurückgekehrt war. Nach all dieser göttlichen Gnade suchten wir nach einem Transportmittel und fanden einen Bus, der uns nach Tartus brachte. Wir passierten mindestens 6 Kontrollpunkte und jeder Beamte schaute mich an, als würden sie mich unter die Lupe nehmen. Währenddessen wiederholte ich innerlich, gelobt sei Gott, gepriesen sei Gott, als befände ich mich in einer anderen Welt, die von den Blicken des Misstrauens und den Fragen der Sicherheitskräfte unberührt blieb. Besonders die Blicke des ersten Beamten, den wir beim Überqueren der Brücke zwischen Libanon und Syrien trafen, und eines anderen Beamten, der mich später während einer Kontrolle aus der Nähe ansah, werde ich nie vergessen. Der zweite Blick schien zu sagen, ich bin fast sicher, dass du auf betrügerische Weise nach Syrien eingereist bist. Wie gerne würde ich dich festnehmen und dich mit Peitschenhieben bestrafen, doch irgendetwas hält mich davon ab. In Tartus angekommen, wie zu erwarten in Kriegszeiten, war der Strand menschenleer. Alle lebten in Sorge und Angst, und nur das Meer schien ruhig zu atmen. Die beiden jungen Männer, die mich begleiteten, schienen Angst davor zu haben, in Ehrlichkeit zu beten, aus Furcht, sie könnten für Mitglieder der Muslimbruderschaft gehalten werden. Die Lage war äußerst angespannt. Tartus hatte eine große alawitische Bevölkerung, die das Beten nicht als notwendig ansah und gleichzeitig erbitterte Feinde der Muslimbruderschaft waren. Ich bestand jedoch darauf, zu beten. Ich trat zu einigen Fischern, die dort saßen, und fragte einen von ihnen, »Haben Sie einen Gebetsteppich?« Er sah mich kurz an und reichte mir ein Stück Karton. Ich nahm es, hätte ich einen Schatz erhalten. Es war Zeit für das Morgengebet, und ich betete laut, ohne jegliche Angst. Nach dem Gebet setzte ich mich mit den beiden jungen Männern zusammen und gab ihnen eine Belohnung von 50.000 syrischen Pfund. Ein bescheidener Betrag, der aber für sie in diesen schwierigen Zeiten in Syrien ausreichte. Der ursprüngliche Betrag war weit geringer, doch ich wollte sie belohnen, besonders da einer von ihnen eine religiöse Beziehung zu mir hatte, fast wie ein Schüler von mir. Es schien, als würde ich etwas Verdächtiges tun, als ich das Geld öffentlich verteilte, aber was mit Selbstvertrauen und Ruhe geschieht, vermittelt den Menschen eine klare Botschaft. Wäre das etwas Illegales, würde er es nicht so offen tun. Letztendlich ist es Gottes Wille, der uns schützt. Die Ruhe dient nur als Mittel, ein Teil der Vorsorge. Am nächsten Tag kam der Schleuser, mit dem wir vereinbart hatten, dass er mich in die Türkei bringen würde. Ursprünglich sollte ich ihn an der syrischen Grenze in Dara erwarten, doch da ich die Ereignisse vorwegnahm und mich in Tartus befand, riefen wir ihn an und baten ihn, uns an der Busstation in Tartus zu treffen. Wir sagten ihm, komm hierher und wir werden von Tartus in die Türkei fliehen. Der Schmuggler kam nach vielen Stunden bei uns an. Aufgrund der großen Entfernung und seiner Überraschung über die Änderung des Plans, da mein Ausreiseversuch über die Grenze bei Dara, wie ich in den vorherigen Seiten erwähnt hatte, gescheitert war. Ich verabschiedete mich von den beiden jungen Männern und machte mich mit dem Schmuggler auf den Weg. Die Fahrt war einsam, die Hitze drückend und wir saßen in einem heruntergekommenen, nicht klimatisierten Bus. Es fühlte sich an, als würde diese Reise meinen Geduldsfaden mit jedem Kilometer auf die Probe stellen, während wir uns auf eine abgelegene Gegend am Rande von Aleppo zubewegten, wo die Wüste sich endlos erstreckte und wie ein perfekter Ort erschien, um die Geheimnisse derer zu begraben, die in ihrem durstigen Sand sterben würden. Die Reise erinnerte an einen Kinofilm. Der Schmuggler saß neben mir und ich hielt die gefälschte Karte in der Hand, die wie ein Ticket ins Ungewisse schien. Der Schmuggler hatte die Idee zu dieser Karte und trug die Verantwortung dafür. Falls wir erwischt würden, würde er die Konsequenzen als erster tragen. Als ich die Karte betrachtete, schwor ich innerlich, dass ich mich wie in einem schlecht produzierten Spionagefilm fühlte. Der ursprüngliche Besitzer der Karte sah mir in keiner Weise ähnlich. Sein Haar fiel ihm wie in einer Shampoo-Werbung über die Stirn, während ich völlig kahlköpfig war. Er trug eine Brille, ich nicht. Das Einzige, was uns verband, war die Angabe Augenfarbe grün, die auf dem Foto der Karte ohnehin nicht zu erkennen war. Eine Information, die nur dazu diente, dem Betrachter dieser komödiantischen Dokumentation ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln.
Dann geschah etwas, das niemand erleben möchte. Der Bus hielt plötzlich an und eine Gruppe bewaffneter Männer stieg ein. Ihre militärische Kleidung deutete darauf hin, dass sie zur syrischen Armee gehörten. Aber ehrlich gesagt, konnte das in den Wirren des syrischen Krieges alles Mögliche bedeuten. Sie begannen mit Beleidigungen und Drohungen, schufen eine Atmosphäre der Angst und forderten von jedem Fahrgast 1500 syrische Pfund. Ich war solche angespannten Situationen nicht gewohnt, da ich in als privilegiert geltenden Gegenden von Damaskus wie Al-Maliki, Abu Romane und Al-Jisr al-Abyad aufgewachsen war. Doch wir hatten keine Wahl, als zu zahlen. Mit vorgehaltener Waffe war kein Verhandlungsraum vorhanden. Alle zahlten und diejenigen, die kein Geld hatten, wurden aus dem Bus geworfen, um den Schrecken zu verstärken und uns Angst vor einem ähnlichen Schicksal zu machen, falls wir nicht zahlten. Nach der Erpressungsaktion wurden die Ausgestiegenen jedoch wieder in den Bus gelassen, als wäre nichts geschehen. Ich fühlte eine bittere Enttäuschung über den Betrug. Auch wenn der Betrag gering war, hätte ich mich niemals als Opfer dieser Erpressung sehen wollen. Mein Vertrauen in Gott gab mir stets eine innere Stärke, die selbst die Bedrohung durch Waffen übertraf, solange diese Stärke vernünftig eingesetzt wurde.